Hallo ihr Lieben, diese Woche machen wir eine kleine Pause vom Ramadan-Special, denn ich möchte euch zeigen, wie ich einen schönen, luftigen, hohen Biskuitboden zubereite, den wir fürs Muttertagsvideo brauchen. Wir brauchen Zucker und Vanillepulver, Eier auf Zimmertemperatur, Mehl, Speisestärke, Prise Salz und Backpulver. Bevor wir losstarten, ist es wichtig, die Springform vorzubereiten, und zwar sie mit Backpapier auszulegen. Dafür braucht ihr 2 Blätter Backpapier, eines für den Boden und eines für die Ränder. Ich empfehle euch echt, diesen Schritt nicht auszulassen, denn ihr spart euch damit Zeit bei der Reinigung und euer Biskuitboden schaut am Ende auch einfach schöner aus. Hier habt ihr 4 zugeschnittene Streifen Backpapier, 2 davon verwenden wir gleich, die anderen 2 sind Reserve fürs nächste Mal. Damit die Streifen am Rand kleben, könnt ihr entweder etwas Öl verwenden oder einfach, so wie ich, Wasser. Ganz wichtiger Tipp am Rande: Falls ihr euch dazu entschlossen habt, die Springform seitlich, also den Rand, nicht mit Backpapier auszulegen, dürft ihr diese nicht befetten, denn sonst wird euer Biskuitboden nicht wachsen. Im nächsten Schritt gebt ihr die Eier, Zucker, Vanillepulver und eine Prise Salz in eure Rührschüssel und dann wird fleißig gemixt. Ob ihr per Hand mixt oder mit der Küchenmaschine ist im Grunde egal, wichtig ist, dass ihr wirklich lang gemixt, bis die Masse schön hoch und schaumig ist, so wie hier. Das kann mit der Küchenmaschine sogar bis zu 10 Minuten dauern, also wundert euch nicht darüber. Vermischt die trockenen Zutaten miteinander, also Mehl, Speisestärke und Backpulver, und siebt diese in mehreren Touren über die Eimasse. In diesem Schritt solltet ihr nicht einfach rühren, sondern die Masse vorsichtig von unten nach oben heben und langsam. Die Springform kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. In einer 26er Form geht es ein bisschen schneller. Da jeder Backofen ein bisschen anders arbeitet, ist es wichtig, eine Stäbchenprobe zu machen. Wenn das Stäbchen sauber herauskommt, ist er fertig. Danach nehmt ihr ihn nicht einfach aus dem Ofen heraus, sondern öffnet die Ofentüre und lasst ihn ungefähr 5 Minuten lang auf diese Weise auskühlen. Erst dann nehmt ihr ihn heraus, öffnet die Springform und entfernt das Backpapier. Hier seht ihr, dass es Sinn macht, die Ränder der Form mit Backpapier auszulegen, weil der Boden auch ziemlich hoch geworden ist. Bei mir wird er meistens so zwischen 7 und 8 cm hoch, das ist perfekt für 2 bis 3 Mal durchschneiden. Ganz fertig sind wir noch nicht, denn im nächsten Schritt wird ein sauberes Küchentuch befeuchtet. Ich verwende dafür am liebsten eine Sprühflasche und dann wickelt ihr den Biskuitboden in dieses Küchentuch, und dieses macht deswegen Sinn, weil der Boden beim Auskühlen auf diese Weise nicht austrocknet und auch nicht so bröselt. Ist der Boden dann vollständig ausgekühlt, könnt ihr ihn schon durchschneiden. Ich hoffe, man sieht hier, wie weich dieser Boden ist, also richtig watteweich, obwohl er aus ganz einfachen Zutaten besteht. Zum Schluss noch ein paar wichtige Tipps und Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht stellen werdet. Wir wiederholen quasi, was wir gerade gelernt haben. Also, die Eier sollten Zimmertemperatur haben, mixt die Masse, bis sie richtig dick schaumig ist, legt die Springform mit Backpapier aus oder alternativ solltet ihr sie nicht befetten. Den Boden könnt ihr auch Tage vorher zubereiten und dann im Kühlschrank oder Gefrierschrank lagern. Und falls ihr den Boden lieber in einer Kakao-Variante zubereiten wollt, dann verwendet ihr bitte diese Mengenangaben. Was ich mit dem Boden mache, zeige ich euch im nächsten Video, und wenn euch dieses gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt das Glöckchen, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.